Willkommen zu einem neuen Video und ja, es geht wieder um das Most Wanted Remake, welches im Raum steht und ein vermeintlicher Insider hat es wohl bestätigt. Was da genau dran ist, schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar habe ich da so einen Artikel neulich gefunden auf der Seite Gagadget. Okay, habe ich noch nie was von gehört, ist ja schon mal so ein Zeichen, dass es vielleicht einfach nur Quatsch ist, aber wir schauen mal. Es geht um einen angeblichen Insider namens Sean Weber, der angeblich bereits das Most Wanted Remake gespielt bzw. getestet hat und auch sagte, dass das Spiel schon ziemlich poliert aussieht und vielleicht sogar noch dieses Jahr erscheinen könnte. Was sich jetzt natürlich ein bisschen schneidet mit den Aussagen von Simone Bailey, die sagte, Most Wanted kommt 2024. Was ich auch für realistischer halten würde, selbst wenn es stimmt und das Remake bereits soweit ist, dass es released werden könnte beinahe, würde ich an EA-Stelle auch sagen, eher nächstes Jahr. Warum? Weil Unbound noch läuft und naja, auf jeden Fall meint er, das Spiel getestet zu haben. Und ja, wer ist Sean Weber eigentlich? Keine Ahnung. Das denken vermutlich viele von euch gerade. Ja, er ist jemand, der auf Twitter unterwegs ist als vermeintlicher Game Insider, der Leaks raushaut, also quasi ein Leaker. Und ich persönlich bin da ja immer sehr skeptisch in der Hinsicht, weil es leider halt auch viele gibt, die sich einfach nur irgendwie da nach vorne rücken wollen und sagen, ja, ich weiß was, ich habe das getan, ich habe dies getan und gesehen und gespielt und bla. Jetzt kommt der Joke an der ganzen Sache. Er hat noch einen Tweet rausgehauen, in dem er sagt, dass er nie behauptet hätte, das Spiel gespielt zu haben. Und hat dabei direkt angepinnt ein Foto, wo er aber sagt, er hat die frühere Version gespielt. Also ich verstehe es gerade, eher gesagt nicht. Klärt mich gerne auf, wenn ich das irgendwie falsch sehe, aber irgendwie widerspricht er sich doch da wieder selber, oder? Ja, dadurch, dass Seiten wie diese Gagadget jetzt zum Beispiel darüber berichtet haben, dass er die frühere Version von Most Wanted schon gespielt hat, beziehungsweise jetzt die Alpha oder sonst was, lässt sich natürlich schnell darauf schließen. Allerdings war gar nicht Most Wanted gemeint, sondern irgendein Mobile-Game von Need for Speed, was da wohl in Entwicklung ist. Und ja, sein Post, seine Antwort, beziehungsweise, wo er sagt, er hat die frühere Version gespielt, bezieht sich gar nicht auf Most Wanted, sondern auf irgendein anderes Mobile-Spiel, von dem ich jetzt auch nichts weiß, weil mit Mobil-Games da bin ich nicht so, da bin ich einfach nicht drin in dem Thema, ja. Also, da einfach vorsichtig sein, da, ne, man kennt die Newsseiten, zacki zacki geht das und schwupps, hast du da einen Artikel, der ziemlich irreführend ist. Trotzdem hat er ja mit dem anderen Post behauptet, ja, es passiert wirklich, eins der meistgeliebten Need for Speeds kommt zurück. Also eine ganz komische Story, aber ja, schwer einzuordnen. Es wird ja genug gemunkelt und ob da jetzt wirklich so ein Remake kommt oder nicht, ist halt noch nicht bestätigt. Ich sage ja immer, hypt euch nicht zu sehr. Es kann halt auch sein, dass da absolut nichts dran ist. Aber dieses ganze Hin und Her und so weiter lässt natürlich schon vermuten, oder beziehungsweise man kann so sagen, es ist 50-50. Wie gesagt, an sich wäre es nicht verkehrt, das Spiel neu rauszubringen. Ich habe auch schon andere Sachen gesehen, warum es nicht gut wäre oder warum man kein Remake bringen sollte, aber ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem. Denn ihr müsst es mal ich schilder euch mal meine Perspektive. Was soll denn groß passieren? Ich sag mal so, natürlich ist es eine schwierige Angelegenheit, Most Wanted neu aufzulegen, weil es halt so beliebt ist, weil es einfach so ein krasser Burner damals war. Einfach eine Perle, ein Meisterwerk mehr oder weniger, welches man am besten nicht anfasst. Das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, weil heutzutage liefert Need for Speed ja nicht mehr so geil ab. Und ich hatte auch selber schon gesagt, natürlich wäre es ein Riesenfail, wenn sie jetzt die Story in den Dreck ziehen, wenn sie es einfach total verkacken und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, was soll groß passieren? Ich meine, das klassische Most Wanted wird uns ja nicht verloren gehen. Wir können es immer wieder spielen, ne, vorausgesetzt ihr besitzt davon eine Version. Oder, ne, es gibt natürlich auch andere Wege, über die ich jetzt hier lieber nicht rede, Kappa. Und ja, entweder es wird wirklich gut, wenn was kommt, oder ne, nicht. Natürlich, wenn es schlecht wird, dann, ja gut, dann, ne, es war ja den Versuch wert. Aber dann denke ich, haben wir auch endgültigen den Beweis hier, dass EA es einfach nicht mehr hinkriegt.
Dass da wahrscheinlich in Zukunft auch nichts mehr kommen wird. Wenn es aber ein richtiger Burner wird, ja dann ist doch cool. Ne? Also im Grunde haben wir nichts zu verlieren. Ob wir jetzt so einen weiteren Abklatsch kriegen wie Unbound oder so. Oder ob sie sich versuchen an einem Remake und ne. Ich sehe da kein Problem, ehrlich gesagt. Versuch macht klug. Entweder sie kriegen es gut hin oder eben nicht. Natürlich ist immer, ja, Criterion Games ist ja momentan am Start und die mit ihren Gecrash und so weiter. Ja, das ist natürlich alles risikoreich. Man muss einfach hoffen, dass die wirklich das Spiel im Kern, im Fokus, im Auge haben. Wirklich, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie es vielleicht auch selber einfach mal spielen und sich inspirieren lassen und auch gucken, was würde da jetzt mal so gar nicht reinpassen, ne? Ist natürlich so eine Angelegenheit, kommt auch immer auf die, ja, ich sag mal, Supervisor und so weiter an. Ihr dürft doch nicht immer nur die Entwickler beschuldigen, weil am Ende müssen die auch das machen, was ihnen vorgegeben wird. Und wenn die da eigentlich verantwortlich sind bei EA, nicht eingreifen, wenn irgendwas nicht so sein, ja, so läuft, wie es sein soll, da können die Entwickler auch nichts für. Ne? Das ist immer so eine Sache. Am Ende ist EA dafür verantwortlich für das Produkt. Die Entwickler entwickeln, was sie entwickeln sollen. Ne? Klar lassen die auch ihre Dinge da mit einfließen, aber naja, ob es da jemanden gibt, der da so genau ein Auge drauf wirft, ist halt die Frage. Es muss halt wirklich auf viel geachtet werden. Hatte ich jetzt in den anderen Videos schon erwähnt. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze oder von dem ganzen Thema überhaupt noch nichts mitgekriegt habt, schaut euch diese 2 Videos an, die ich oben in der Infobox habe oder am Ende des Videos ist das auch verlinkt in der Playlist. Ja, also von vornherein sagen, nee, auf gar keinen Fall, wäre absolut schlechte Idee. Na, sehe ich so nicht, ehrlich gesagt, wie gesagt. Ne, wir haben nichts zu verlieren. Und ja, was diesen Leak hier angeht, ich glaube, also bestätigt ist Most Wanted damit, zumindest in meinen Augen, noch nicht. Und bleibt, wie gesagt, weiterhin abzuwarten. Man munkelt auch, dass das Spiel auf der Gamescom präsentiert werden soll. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob EA da überhaupt einen Stand hat oder sonst was. Oder vielleicht auch über so einen Gamescom-Livestream. Ne, da wird ja bestimmt auch wieder was gemacht. Bleibt weiterhin abzuwarten. Also schauen wir mal, was auf der Gamescom so passiert. Wenn da nichts passiert, okay. Ist auch nicht zwingend. Ich glaube, Unbound wurde auch nicht auf der Gamescom angekündigt. Die kündigen das immer sehr knapp an. Wahrscheinlich vielleicht September, Oktober. Mal gucken. Küche brodelt weiter. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Wie gesagt, hypt euch nicht zu sehr. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Und entweder wird es gut oder nicht. Und wenn es schlecht wird, ja, dann ist es halt so. Ne? Das Alte wird uns niemals verloren gehen. Deswegen sollte man da einfach abwägen und sagen, ja, wollt ihr jetzt, wie gesagt, irgendeinen Nachfolger von Unbound, der genauso cringe und komisch ist, oder einfach mal den Versuch Most Wanted wieder zu beleben, wo sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen, weil sie hoffentlich wissen, was da auf dem Spiel steht für die. Na gut, das war's auch schon wieder zu dem Thema. Wollte ich auch mal drüber berichten. Ich halte natürlich weiter die Augen auf für euch. Ne? Wenn es was Neues gibt, bin ich sofort am Start. Und ansonsten gönnt euch gerne noch ein paar andere meiner Videos. Am Ende, wie gesagt, ist eine Playlist mit coolen Story-Videos und anderem Kram. Und demnächst kommt dann auch wieder mal ein Klassiker. Ne? Keine Angst, das gerät hier jetzt hier nicht in den Hintergrund oder so. Die letzten 2 Wochen oder was kam jetzt kein Oldschool-Game. Aber keine Sorge. Beziehungsweise das Format bleibt und kommt auch bald wieder. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Tschüss und auf Wiedersehen.